im 4. Teil unserer Serie Watercolor für Grafikdesigner. Ja, da wollen wir mal was tun, ne? Grau ist alle Theorie, deswegen, es geht nichts übers Machen. Und genau das wollen wir jetzt mal in diesem Video tun. Wir wollen mal zusammen malen. Dann kriegst du einen kleinen Eindruck, wie das im Kurs funktioniert. Ich werde einfach mal dir zeigen, wie wir da vorgehen, wie wir wirklich ein erstes kleines Projekt malen. Das sind ja diese Blätter hier, ne? Aus dem Watercolor-Kurs werden wir jetzt gemeinsam malen und ich zeige dir, wie du den Pinsel führst, wie du die Farben anmischst, wie du das Ganze überhaupt hinbekommst. Und das machen wir jetzt einmal zusammen. Ich habe hier Aquarellpinsel in den Größen 4, 8 und 10. Ich nehme immer gerne 8 für alles Mögliche, deswegen nehme ich den jetzt auch mal und nehme hier ein gelb-grün, eine gelb-grüne Farbe. Ich nehme das direkt aus dem Kasten erstmal raus und packe das in meine Palette, damit ich möglichst pure Farbe habe hier. Verdünnen kann ich das immer, aber erst einmal nehme ich die nur raus und packe die hier in meine kleine Palette. Und anschließend werden wir die auch direkt auftragen, ganz ohne das groß zu verdünnen. Ich habe vorab die Farben, die Aquarellfarben aktiviert, indem ich ein wenig Wasser reinlaufen lassen habe. Ich habe hier so eine Pipette, damit gehe ich im Prinzip einmal über meinen Farbkasten drüber und lasse das Ganze ein bisschen anweichen sozusagen. Ja, und jetzt legen wir los mit dem ersten Blatt. Dafür male ich eine sogenannte C-Kurve. Das heißt, ich fange unten links an und ziehe das Ganze bis oben rechts hoch und setze den Pinsel dann einmal kurz auf, ja, dass also einen kleinen Anfang bekomme und drücke ihn runter und ziehe ihn wieder hoch, um das Blatt zu bekommen. Du kannst das jetzt gleich hier genau beobachten. Also erst einmal hier diese C-Kurve. Dann ziehe ich den letzten Rest noch einmal nach, weil der ja in der aller Regel franzt der quasi ein bisschen aus. Also fange ich dann noch mal an, drücke den Pinsel runter, damit das Ganze breiter wird und ziehe es wieder hoch. Und du siehst schon, was passiert. Ich habe ein Blatt, ja. Ich mache das noch mal für die rechte Seite, wieder ansetzen und wieder runterdrücken und hoch. Also nicht für die rechte Seite, sondern für ein zweites Blatt. Und das Ganze machen wir auch noch mal auf der linken Seite. Kurzer Stängel unten, so ein kleiner Ansatz, dann runterdrücken, hochziehen und auslaufen lassen. Versucht das einmal, das ist gar nicht schwer. Der Punkt ist, man muss so ein bisschen, ja, Geschick mit dem Pinsel bekommen. Deswegen einfach ganz viele Blätter malen. Du kannst dir natürlich auch einfach ein Blatt Papier nehmen und, einfach Blätter malen, ja, einfach, ansetzen, runterdrücken, wieder hochziehen, ganz ohne erst mal die Absicht zu haben, dass das auch wirklich Blätter werden. Aber wie du sehen kannst, ist das gar nicht schwer, deswegen man kann es einfach einmal ausprobieren und schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich ziehe jetzt hier mal ein Blatt über ein anderes drüber, damit das Ganze so ein bisschen mehr, ja, Dimension bekommt. Oder ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich das dann gleich ein wenig dunkler mache. Aber im Großen und Ganzen ist das ja ganz simpel. Du lässt das Blatt an und dann ziehst du es über das darunterliegende drüber. Und du siehst schon, wie wenig Farbe wir eigentlich benötigen. Ja, ich habe ein wenig aus meinem Näpfchen rausgenommen, habe das auf die Palette gepackt und jetzt kann ich damit ein ganzes Blatt malen, ohne dass ich Farbe nachlegen muss. Da ich das jetzt hier nicht gemischt habe, ist das auch keine große Sache, ne? Wichtig ist, wenn ich das mische, dass ich dann auch genug habe, weil sonst, ja, könnte es natürlich sein, dass die Farbe ein bisschen anders wird, wenn ich es wieder neu anmische, ne? Deswegen immer ganz gut, wenn du ungefähr genügend Farbe für ein Projekt auch hast. Oder es nicht so drauf ankommt und du da sehr experimentierfreudig und halt auch mischfreudig bist.
An dieser Stelle muss man natürlich aufpassen, also mit der rechten Hand nicht in die feuchte Farbe kommt. Deswegen, du kannst natürlich auch immer das Blatt drehen, je nachdem, wie dir das gefällt. Du siehst, ich mache das jetzt, ich drehe das einfach auf den Kopf nach unten und dann ist das kein Problem und führe auch ein bisschen Wasser und Farbe nach. Also Wasser nur, um das Ganze feucht zu bekommen und die Farbe bleibt mir so, ja, zum Großen und Ganzen erhalten, wie ich sie auch vorher hatte. Also kurz ansetzen, hier nochmal nachziehen, damit das Ganze noch ein bisschen dunkler wird. Ja, du kannst hier spielen mit ein bisschen mit Schatten spielen, aber das kann man auch später noch machen. Das bleibt natürlich dir überlassen. Ja, jetzt ist das Blatt auch schon fertig. Ich nehme jetzt mal noch ein bisschen Farbe und gehe an einzelnen Stellen noch mal nach, einfach nur, um es ein bisschen dunkler zu kriegen. Dunkler geht immer. Wir fangen immer beim Aquarell mal immer hell an, lassen es ein bisschen antrocknen oder auch nicht, je nachdem, welche Technik wir benutzen. Darauf gehe ich in dem Kurs auch genau ein. Und dann können wir auch später noch mal ein bisschen nachziehen, ein bisschen, ja, weitere Farbe da reinbekommen und das so an einzelnen Stellen im Stamm dunkler machen. Ja, eine zweite Farbe wird jetzt gebraucht. Ich nehme direkt die daneben liegende, ein ganz dunkles Grün, ein bisschen so ein Blaugrün und packe das in ein zweites Näpfchen, um ein weiteres Blatt zu malen. Das Vorgehen ist hier wieder dasselbe. Ich bleibe wirklich ganz nah an der Farbe. Das heißt, ich nehme die direkt aus meinem Farbkasten, aus meinem Aquarellkasten und fülle das hier in meine Palette. Bitte jetzt hier nicht denken, dass ich, hochgradig tolle Künstleraquarellfarben benutze. Das tue ich gar nicht. Ich habe zwar hier einen Schminke, Schminke ist eine sehr gute Marke. Da drin sind aber Newton Winsor Farben, die ebenfalls sehr gut sind, aber das sind jetzt, Studentenqualität, ja. Also, du siehst, das ist schon völlig ausreichend für unser Projekt. Du kannst natürlich auch immer direkt Künstlerfarben nehmen, das sind diese Cotman-Farben, aber die sind um einiges teurer, ne, aber auch sehr viel ergiebiger. Aber wenn du noch nicht sicher bist, ob das etwas für dich ist, ja, die reichen völlig, ne? Und der ganze Farbkasten kostet dann vielleicht, ja, 40, 50 € und du hast 48 Farben. Ja, du siehst, ich male hier einfach schon mal meine neuen Blätter. Dann kann man ja auch nicht so fürchterlich viel falsch machen, wenn man Blätter malt. Und ich habe auch einen Mittelstängel gemalt, aber der wird jetzt wohl gleich verschwinden mit weiterem Farbauftrag. Auch hier gilt wieder, es ist schon sehr dunkel, also versuche ich das Ganze ein bisschen heller reinzuziehen. Ich versuche die Farbe möglichst runterzuziehen und, dementsprechend, ja, das nicht zu dunkel werden zu lassen erst einmal und, male dann damit mein Blatt. Ja, dann setzen wir hier ein drittes Blatt an. Ich beginne wieder mit so einer sogenannten C-Kurve, ziehe das Ganze von oben nach unten diesmal und werde so ein bisschen, ja, schlängel da rum, damit das nicht immer so alles so gleich aussieht, ne? Aber das Prinzip ist dasselbe, kleiner Ansatz, dann einmal aufdrücken und wieder hochziehen mit dem Pinsel. Und du siehst auch, ich nehme wieder dieselbe Farbe, die ich auch am Anfang hatte. Ist immer ganz schön, wenn du so ein Set malst, dass du nicht ganz viele verschiedene Farben hast, weil sonst könnte das hinterher ein bisschen schwierig werden, wenn du das Ganze versuchst, in deinem, ja, in deiner Vorschau zusammenzubekommen. Also, ja, natürlich kannst du verschiedene Grüntöne nehmen, aber dann muss es auch richtig verschieden sein, ne? Dann müssen es ganz viele verschiedene sein, dann ist es eben so gewollt. Aber, in meinem Fall möchte ich jetzt einfach so, ja, in der Palette so gelb, grün, dunkelgrün bleiben und damit ein paar,
Blätter erstellen. Wie gesagt, das ist ja auch alles hier nur zur Demonstration, deswegen ist das ganz gut dafür geeignet. Und du siehst, was hier passiert. Ich setze an und drücke den Pinsel runter, ziehe ihn dann wieder hoch und es bleibt immer ein wenig Dunkleres am Anfang. Und, das ist auch gut so. Das gibt der ganzen Sache ein bisschen mehr Dimension. Da kann ich natürlich später immer noch weiter nachgehen. Am Anfang, ja, hier ziehe ich noch mal einmal so von oben rein, von oben nach unten. Aber im Großen und Ganzen mache ich das nicht. Ich mache immer erst das Ganze fertig, lasse es kurz antrocknen, damit es nicht völlig verwischt und dann gehe ich noch mal rein und male die Blätter noch ein bisschen nach. Ich nehme jetzt noch mal 'n bisschen von der dunkelgrünen Farbe und gehe dann noch mal in mein Blatt rein. Es ist noch nicht komplett getrocknet, aber schon so gut wie. Und deswegen kann ich der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Dimension geben. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt noch ein bisschen Wasser nehme und das dann da reinwische sozusagen, dann gibt es einen schönen Übergang. Probier das einfach mal aus, gerade auch hier so diese Übergänge zu erzeugen. Das ist erstmal gar nicht so einfach, aber wenn du so ein bisschen Übung hast und ein paar Blätter gemalt hast, ja, dann wirst du sehen, es ist auch gar keine große Sache, das zu machen. Du darfst hier keine Angst haben, Papier zu verschwenden. Ich weiß, dazu tendieren wir alle ein wenig. Ja, am Anfang denkt man, um Gottes Willen, das Papier ist so teuer, Pinsel teuer, Farbe teuer und ich male hier einfach fröhlich irgendwelche Blätter. Ja, mach das, weil Übung macht den Meister, leider hier auch. Und deswegen, ja, du wirst erst einige Blätter in Anführungsstrichen verschwenden, weil du natürlich ein bisschen Übung brauchst. Deswegen keine Angst, einfach ein bisschen, ja, zu malen, ein paar Blätter nutzen. Du brauchst nicht das teuerste Papier nehmen, aber ja, schon ein bisschen Papier, ne? Ein gutes Papier, damit du auch wirklich siehst, was, hier wie Aquarellfarbe reagiert. Ich verlinke dir das Papier hier in der Infobox. Ich nehme hier von Canson das Aquarellpapier. Das hat 300 Gramm pro Quadratmeter. Das ist super. Also, natürlich, besser geht immer, aber das ist für den Anfang ein sehr gutes Papier. Du siehst, ich gebe jetzt hier den Blättern noch ein bisschen Dimension, indem ich ein bisschen Schatten dazu male, indem ich die Blätter, die vorne sind, ein bisschen dunkler gestalte als die, die hinter liegen. Und wenn sie dann doch ein bisschen dunkler werden, kann ich immer noch mit Wasser reingehen, sodass ich das Ganze wieder aufhellen kann. Aber im Großen und Ganzen gibt es einfach nur ein klitzebisschen Dimension hier noch und verwische das Ganze mit der noch bereits vorhandenen Farbe. Ich nehme jetzt noch einmal dieselbe Farbe, die wir auch schon vorher hatten, packe da noch so 'n klitzebisschen Gelb rein, damit es, ja, soll 'n bisschen anderes werden, ne? Also, noch 'n bisschen mehr Gelb und, gehe dann noch mal hier in mein Blatt rein, das erste Blatt. Nicht unbedingt, um das Ganze dunkler zu kriegen, dann wäre Gelb nicht die richtige Wahl gewesen, aber um der ganzen Sache noch 'n bisschen mehr Dimension zu verleihen und 'n paar mehr, ja, Schatten und Facetten vor allen Dingen auch zu geben.
Und jetzt kommt noch unser viertes Blatt. Wir beginnen wieder mit einer leichten C-Kurve und, dann packe ich wieder Blätter dran, ganz so, wie du das jetzt gelernt hast. So wie gesagt, einfach ausprobieren und vor allen Dingen mitmachen. Und ich nehme jetzt den Mix mit dem Gelb, ja, und packe noch ein bisschen Grün mit rein. Ja, man darf auch mal ein bisschen experimentieren, kann das Ganze noch ein bisschen absoften und nicht, so einen, ja, 'n sehr starken Gelb-Touch da reinbringen. Aber die Sache bleibt dieselbe. Du malst einen Stängel und dann setzt du deine Blätter an. Ja, und das war's auch schon fürs Erste. Ich mache jetzt hier mein Blatt noch fertig und lasse das Ganze dann ganz gut trocknen, bevor ich das irgendwie weiter verarbeite. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, ja, dann bitte abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten, und vergiss nicht, uns ein Like zu geben. Abgesehen davon, wenn dir das gefallen hat, wäre es natürlich schön, wenn du dir einmal unseren Watercolor-Kurs anschaust. Den Link dazu habe ich hier unten in der Infobox. Vielleicht hast du ja Lust mitzumachen und wirklich alles von Null auf zu lernen, ne? Wirklich jeden Pinselstrich, Farben mischen, Farbtheorie, Farbenlehre eigentlich auch ein wenig. Ich zeige dir alles von A bis Z, wie du das Ganze überhaupt handhabst, wie du das Ganze bewältigst, welche Materialien du brauchst, was genau du wann machst, wie du die verschiedenen Techniken anwendest, und natürlich probieren wir uns noch in weiteren Projekten. Ja, dann hoffe ich sehe dich wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!